Wenn ihr super gerne patcht, aber Quilten wirklich nicht eure Sache ist und ihr euer Quilttop weggebt zum Quilten, dabei würdet ihr so gerne eure eigenen Designs gequiltet auf eurem Top sehen, dann ist dieser Start dieser Videoserie für euch. Wir entwerfen ein eigenes Design und wir quilten das auf einer Stickmaschine. Wir lassen quilten. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir quilten los. Wenn wir unser Quilttop an der Stickmaschine quilten lassen möchten, brauchen wir zunächst einmal ein Sandwich. Unser Sandwich ist genauso aufgebaut, wie wir das vom Quilten her kennen. Wir haben einen Unterstoff, wir haben eine Füllung und wir haben ein Top. Das Ganze spannen wir in einen Rahmen. Unser Rahmen hat eine Größe von 200 x 360 mm. Und genau diese Rahmengröße, das ist das Feld, das wir später in der Stickmaschine sehen, auf das wir unser Motiv erstellen können. Das nehmen wir einmal heraus und legen das zur Seite. Unser Rahmen ist in zwei Teilen aufgebaut. Er hat eine Halterung. Mit der Halterung spannen wir unseren Rahmen in die Maschine ein. Er hat zwei Feststellklemmen, damit wir das Ganze gut einspannen können, und einen inneren Rahmen. Und den inneren Rahmen legen wir nun erst einmal zur Seite. Den äußeren Rahmen legen wir einmal unter unser Sandwich, streichen das Ganze einmal glatt, so, und wir legen den inneren Rahmen einmal ein. Den inneren Rahmen pressen wir genau in den äußeren Rahmen hinein, damit wir den Stoff schon ein bisschen spannen. Der Stoff soll möglichst glatt liegen. Wir möchten ihn aber nicht unkontrolliert in jedwede Richtung zerren, sondern wir legen einfach nur den inneren Rahmen hinein und nun können wir an den äußeren Enden mit den Schrauben, die an der Halterung sind, das Ganze schon ein bisschen enger drehen. Haltet das Ganze so, dass euer Stoff schon eingespannt ist, dass ihr aber den Hebel noch mit Leichtigkeit umsetzen könnt. Dann ist alles schon sehr gut eingespannt. Das wiederholt ihr auf beiden Seiten, damit das noch ein bisschen mehr Spannung bekommt. Noch ist das so ein bisschen locker eingespannt. Damit das noch ein bisschen mehr Spannung bekommt, nehmen wir noch Magnetklemmen dazu. Auch diese sind bei der Lieferung der Maschine schon dabei. Mit diesen Klemmen können wir unseren Stoff noch ein bisschen stärker spannen. Wir ziehen die Klemmen einmal durch den Rahmen und spannen unseren Stoff noch ein bisschen fester ein. Damit ist unser Stoff dann vorbereitet und wir können für unser eingespanntes Feld das Motiv am Computer entwickeln. Wenn ihr euer Programm auf dem PC installiert habt, seht ihr dieses Zeichen, Akkustitch. Das klickt ihr einmal doppelt an und dann erscheint eure Programmseite, euer Arbeitsfeld. Wir haben einmal angezeigt den Rahmen, in dem wir arbeiten. Das ist das Feld, das später gestickt wird. Und rechts daneben sehen wir eine Designleiste. Wenn ihr diese Designleiste nicht seht, ist das gar kein Problem. Wir können uns diese Designleiste dazu holen und das ist das Erste, das wir einmal möchten. Wenn wir mit unserem Pfeil ganz links nach oben wandern, sehen wir noch einmal das Symbol unseres Programms. Wenn wir das anklicken, können wir hier eine neue Seite wählen, was wir nicht brauchen, denn wir haben eine Seite. Wenn wir nun von diesem Button ein Feld nach rechts wandern, dann sehen wir diese Home-Ansicht. Das ist die erste Ansicht, die wir sehen, mit der wir auch sofort arbeiten möchten. Im nächsten Feld sehen wir Edit. Hier können wir nochmal unser Ergebnis bearbeiten. Und im dritten Feld sehen wir View. Und in View sehen wir Design List. Da setzen wir unser Häkchen und nun haben wir hier das Feld, das uns gleich anzeigt, mit welchem Design wir arbeiten. Das haben wir geöffnet. Wir wandern mit unserem Pfeil wieder zur Leiste, nach oben links und klicken auf Home. Wir wandern in die darunter liegende Leiste ganz nach links und hier sehen wir Hoop Size. Das sind die Rahmen, wenn wir das anklicken,
mit denen wir arbeiten können. Die Rahmen, die bei unserer Maschine schon dabei waren. Und hier klicken wir einmal so das Feld 200 mal 360 an. Das ist der Rahmen, den wir für unser Projekt auswählen. Wir klicken das an und nun sehen wir genau das Feld, das wir später sticken möchten. Das haben wir, das ist gut. Jetzt wandern wir von Hoop Size ein Feld weiter. Hier sehen wir unterschiedliche Symbole. Das sind die Symbole, die unsere Maschine sticken wird, wenn wir das denn anklicken. Daneben sehen wir Pfeile, mit denen wir wandern können. Wir klicken auf den untersten Pfeil und sehen alle Symbole, die unser Programm uns erst einmal zur Verfügung stellt. Wir können jedes Symbol wählen, das wir möchten. Ich wähle die Spirale. Wenn ich die Spirale anklicke, öffnet sich ein Bedienfeld. Unter dem Reiter Akku Stitch und Stitch Sample finden wir jede Menge Motive, die wir für unsere Spirale nutzen können. Wenn wir ein Motiv gefunden haben, das uns gefällt, können wir entweder doppelt klicken oder wir öffnen. Nun erscheint ein neues Feld und in dem neuen Feld sehen wir unser ausgewähltes Motiv bereits als Spirale dargestellt. Unser Motiv können wir nun bearbeiten. Zunächst einmal, wenn wir das Motiv größer sehen möchten, wandern wir mit unserem Pfeil zur Lupe und klicken die Lupe an. Bei Lupe Plus ziehen wir unser Motiv größer, bei Lupe Minus wird unser Motiv wieder kleiner dargestellt. Es ist aber nur die Darstellung. Wir haben unser Motiv selbst noch nicht geändert. Ändern können wir unser Motiv, wenn wir auf die linke Bedienleiste gehen. Hier sehen wir Radius. Den Radius unseres Motivs können wir nun beeinflussen. Wenn ich es kleiner ziehe, sehe ich es auch wieder komplett. Wir können den Radius sehr groß ziehen und wir können ihn sehr, sehr klein ziehen, bis von unserem Motiv nur noch ein Stück überbleibt. Spielt mit der Idee und wählt den Radius, der für euer Projekt genau richtig ist. Ich möchte, dass meine Spirale sehr eng nach innen wandert. Unter Angle können wir unser Motiv ein bisschen mehr ineinander ziehen oder ein bisschen mehr nach außen schieben. Schaut, mit welchem Winkel ihr da arbeiten möchtet. Unter Space setzen wir fest, wie weit auseinander oder wie eng ineinander unser Motiv gesetzt werden soll. Und auch hier haben wir wieder die Wahl. Wenn wir das einmal vorbereitet haben, gehen wir auf Advanced Settings, direkt unter Spacing. Und hier haben wir Space Size. Hier können wir aussuchen, wie klein oder groß der Abstand zwischen unseren Motiven sein soll. Ich möchte das gerne groß haben. Als nächstes können wir die Größe des einzelnen Designs bestimmen. Unser Design wird flacher oder unser Design wird größer. Wir können entscheiden in Manual Pattern Length, ob unser Motiv länger gezogen oder eher ineinander gestaucht werden soll. Im nächsten Feld haben wir noch die Möglichkeit, eine Basislinie festzulegen. Klicken wir auf Invert, können wir das Ganze spiegeln. Was bei dem Motiv jetzt nicht so spannend ist, also werde ich es nicht spiegeln. Wenn uns unser Motiv nicht gefällt, können wir das Ganze schließen, entweder über das X oder über Close. Und wir starten von vorne. Wenn uns das Motiv gefällt, klicken wir Convert an. Jetzt wird unser Motiv in unsere Designleiste übertragen und wir können wieder über X oder über Close unser Bedienfeld schließen. Und unser Design erscheint nun grün umrandet auf unserer Stickoberfläche. Hier können wir das Ganze jetzt noch beeinflussen. Wir klicken das einmal an und wir wandern zu Edit. Und das ist, womit ich jetzt arbeiten möchte. Ich schaue mal, wie groß kann ich es ziehen. Ja, das ist eine Größe, die mag ich. Und das Ganze lege ich nun einmal hier fest.
Ich kopiere das. Ich wandere also mit meinem Pfeil auf Copy, oben links, wandere wieder zurück, klicke mein Feld an und kann nun meine Kopie verschieben. Meine Kopie möchte ich jetzt aber nicht zweimal gleich kopiert haben. Ich möchte, dass meine Spirale als Doppelspirale läuft. Das heißt, diese untere Spirale möchte ich noch einmal verändern. Die möchte ich spiegeln. Ich wandere also mit meinem Pfeil wieder in die obere Bedienleiste, wandere zu vertikal, spiegeln, klicke das an und wandere zu horizontal spiegeln und klicke das an. Wenn mir ein Schritt nicht gefällt, wandere ich zu meinen beiden Pfeilen. Ich kann auf Undo klicken, dann geht das Ganze einen Schritt zurück. Wenn ich den Schritt doch haben möchte, klicke ich auf Redo. Meine beiden Linien möchte ich nun ineinander setzen. Ups, jetzt hätte ich sie hier ganz genau übereinander. Das möchte ich aber nicht. Ich möchte ja, dass sie aneinander wandern. Das Ganze gefällt mir schon ziemlich gut. Ich möchte das aber mittiger haben. Das heißt, ich klicke beides an und klicke auf Zentrieren. Das Feld Zentrieren finden wir in der oberen Bedienleiste, da wo das Herz in der Mitte und alle 4 Felder zum Herz zeigen. Wenn ich noch einmal klicke, dann sehe ich, wie mein Motiv bis jetzt aufgebaut ist. Mein Motiv passt wunderbar in den Rahmen. Ich habe eine spannende Verschiebung an der Seite eingebaut. Das Ganze wird bauchiger zur anderen Seite. Dadurch wird eine Spannung aufgebaut. Das gefällt mir gut. Nun möchten wir unser Design abspeichern. Dazu haben wir den mitgelieferten USB-Stick einmal an unseren PC angeschlossen und wir wandern mit unserem Pfeil einmal zu Hoop Size. Das haben wir schon erledigt. Wir haben ein Motiv ausgewählt und wir wandern weiter nach rechts über all die Dinge, die wir noch kennenlernen werden, zu Write a Design. Das klicken wir an und in Write a Design ist das erste, das ihr da seht, euer Laufwerk. Dieses Laufwerk klickt ihr doppelt an und es erscheint eine neue Bedienoberfläche, auf der ihr EMPF findet. EMPF klickt ihr an, euer Feld wird nun leer sein und hier möchten wir nun unser Motiv hinspeichern. Damit wir das machen können, wandern wir nach links, nach unten auf Rename. Das klicken wir an und hier geben wir unserem Motiv einen Namen. Spirale, weil es ist eine Spirale und wir klicken auf OK. Jetzt hat unser Motiv einen Namen, wir möchten es aber noch abspeichern. Das heißt, wir wandern auf den roten Pfeil und klicken auf Speichern. Wenn wir das Ganze nun erneut aufrufen, dann sehen wir, dass wir unser Motiv gespeichert haben. Das Bedienfeld können wir nun schließen. Unser Motiv ist nun auf unserem Stick und wir können den Stick auswerfen und mit zu unserer Nähmaschine nehmen. So, die nächste Entscheidung, die wir treffen, ist, mit welchem Garn quilten wir denn? Ich habe hier diese Wasserfarben und möchte dazu ein dunkleres Garn, das diese Farben so ein bisschen aufgreift. Und dazu habe ich jetzt Wonderfill Polyfast gewählt. Polyfast ist ein Garn, das von Wonderfill extra für schnell nähende Stickmaschinen entwickelt wurde. Es ist sehr stabil, hat einen geringen Abrieb und hat eine super schöne Farbauswahl und einen sehr schönen Glanz. Also glaube ich, dass diese Farbe, die ich hier jetzt gewählt habe, ganz wunderbar zu meinem wasserfarbenen Stoff passt. Ich möchte dieses Garn, ja, das gefällt mir. Und ich möchte dieses Garn auf beiden Stoffseiten gebrauchen. Das heißt, ich werde das Garn auch auf meine Unterfadenspule aufspulen. Und ich glaube, das wird später richtig gut aussehen. Und jetzt schalten wir unsere Janome 550 endlich ein. Yay, es geht los! Unser Display zeigt ein Zuhause-Schild, ein Ordnerschild, einen Reparaturschlüssel, ein Fragezeichen und einen Schlüssel zum Abschließen. Und bei jedem Schritt, den wir machen, an dem die Maschine nicht näht, schließen wir unsere Maschine einmal ab, damit wir gar nichts
beeinflussen, wie wir das nicht möchten. An der Maschine gibt es seitlich eine Halterung und in der Halterung finden wir nochmal einen Stift, sodass wir mit dem Stift später auf unserem Display arbeiten können, wenn wir mögen. Unsere Maschine ist noch verriegelt. Bevor wir jetzt unseren Rahmen einspannen, möchten wir einmal das Motiv auswählen. Dazu drücken wir einmal auf den Schlüssel und nun haben wir ein Starterfeld. Wir haben schon mal ein Motivfeld. Wenn wir auf das Motivfeld klicken, dann sehen wir schon ganz viele Motive, aus denen wir wählen könnten. Aber wir haben ja ein anderes Vorhaben. Das gleiche können wir mit Buchstaben umsetzen. Auch das werden wir ein andermal machen. Wir wählen einmal den Rahmen. Ich klicke jetzt einmal den Rahmen und wähle aus all den vorgegebenen Rahmen meinen 200 x 360 mm großen Rahmen aus. Nun möchte ich mein Motiv auf diesen Rahmen setzen. Das heißt, ich klicke einmal auf den Ordner. Es gibt zwei Einstellungen. Es kann sein, dass die Maschine angewählt ist und wir sehen einen EMPF-Ordner. Da haben wir noch überhaupt nichts abgespeichert. Das heißt, wir wählen einmal, wir haben ja nichts in die Maschine eingegeben, sondern wir haben das Ganze auf dem USB-Stick geladen. Also klicken wir den USB-Stick an. Wir haben das Ganze geladen in dem EMPF-Ordner. Auf der ersten Seite habe ich meine anderen Dateien. Ich klicke einmal weiter auf 2 und hier habe ich meine Spirale. Und meine Spirale klicke ich nun einmal an und sie wird jetzt in dem Programm wiedergegeben. Wenn mir das alles so gefällt, wie ich es einprogrammiert habe, gehe ich auf OK. Jetzt kriege ich eine Warnung. Nicht mit den Händen berühren. Der Ring bewegt sich in die Mittelposition. Ich drücke auf OK und die Maschine bewegt sich in die Startposition. Sie zeigt nochmal die Rahmengröße an, damit wir wissen, ob unser Motiv wirklich so funktioniert. Wir drücken auf OK und wir blockieren wieder unsere Maschine, denn jetzt möchten wir unseren Rahmen einsetzen. Damit ich das Ganze sicher unter meine Maschine schiebe, kann ich meinen Fuß noch ein Stück weiter anheben, kann ihn wieder absenken und jetzt schiebe ich die Halterung einfach in meine Maschine ein. Ziehe den Hebel zurück, setze das Ganze an, schaut, dass dieser schwarze Hebel auch wieder zurückspringt und jetzt ist die Maschine auch schon startklar. Meinen Faden ziehe ich noch einmal durch die Öse und an der Seitenstelle hake ich ihn einmal ein. Meinen Nähfuß senke ich ab. Hier habe ich noch den Stopper, den löse ich. Hier habe ich meinen Startknopf und wir starten. In der Infobox unter diesem Video verlinkt findet ihr Informationen zur Maschine und zu den Garnen ebenso wie Bezugsquellen. Ihr findet auch Videos, die weiterhelfen, wie zum Beispiel das Video mit der Briefeckenschablone, denn dieses kleine Projekt werde ich später mit Briefecken abschließen. Es wird zu dieser Maschine und zum Erstellen eigener Dateien weitere Videos und Tipps und Tricks beim Erstellen eigener Dateien geben. Wenn unsere Maschine zu Ende genäht hat, kriegen wir wieder die Anzeige, heben Sie den Nähfuß, das machen wir. Jetzt können wir wieder auf den Schlüssel drücken und wir lösen unseren Rahmen. Und ja, unser erster Mini-Quilt ist fertig gestickt. Den können wir nun aus unserem Rahmen herausholen. Wenn wir das Ganze bei einem großen Quilt umsetzen, schieben wir nun unseren Rahmen einfach ein Stück weiter. Wir können komplett durchlaufende Bilder erstellen, wir können aber auch einzelne Motive erstellen. Ganz so, wie wir das gerne mögen, sind wir bei jedem neuen Projekt und bei jedem Weiterschieben vom Rahmen völlig frei in der Idee, wie wir denn was umsetzen möchten.
Mein kleines Projekt schließe ich jetzt mit Briefecken ab und werde das als Tischset weiter nutzen. Vielleicht arbeite ich noch ein paar Tischsets dazu und verschenke sie zu Weihnachten. Ich wünsche euch jetzt eine wunderbare Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter patchen und quilten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!